Da ist er, der i6900 QB von Etrusco, ein Mitglied der Hymer Group. Ja, hier ist Jürgen Jung. Grüß dich, Jürgen. Hallo Sven. Ja, das ist ein tolles Fahrzeug. 6900 steht für 6,90 Meter Länge. Spätestens, wenn Sie mal auf einer Fähre waren, dann wissen Sie, was Länge ist. Ja. Genau, also gerade die Fährenpreise werden ja nach der Länge der Fahrzeuge berechnet. Und hier haben wir ein Fahrzeug eben mit einer Länge unter 7 Meter. Und dann QB bedeutet eben Queensbett. Bedeutet eben, man hat hinten ein Bett im Heck drin, genau ungefähr wie zu Hause. Man braucht also nicht hochzusteigen, sondern hat ungefähr dieselbe Höhe. Man kann auch drumherum laufen, muss man dazu sagen. Also es ist problemlos. Was ziemlich stark ist bei den Vollintegrierten, ist das Platzangebot. Wenn nicht drin ist, das heißt, die Fahrerkabine ist ein Teil des Wohnraums, wird integriert und erweitert den Wohnraum allein luftig und optisch um eine ganze Ecke. Genau, also im Prinzip sage ich immer, die Fahrzeuge sind so wie ein Kleinbuschen. Man hat im Prinzip fast eine Ebene und dadurch ist halt das Ganze sehr luftig, sehr großzügig, im Prinzip wie zu Hause. Und wichtig ist bei den Vollintegrierten auch nochmal zu sehen, die schöne Front, die bei vielen vielleicht nicht ganz so... Ich zeige es dir nochmal. Der Jürgen hat mir eben beschrieben, ich zeige es nochmal gerade, wenn du mal... Genau. Das Lächeln. Er lächelt. Also das Lächeln, wenn man das sieht, diese Aufklebung mit diesem Gitter und den beiden Scheinwerfer, sieht so aus wie ein Gesicht, was im Prinzip am Lächeln ist. Und ich finde, dass das ein sehr, sehr schönes, ansprechendes Frontmaske ist. Bei vielen Fahrzeugen ist die vielleicht nicht ganz so hübsch gelöst. Auch dieses Pferdchen in der Mitte drin. Ich denke, dass wir hier sehr schön sind, auch mit den Akzenten im Prinzip, wenn du das hier siehst. Hier vorne mit dem kleinen Spoiler. Es ist schon sehr, sehr nah an dem Pkw-Bereich in der Frontmaske dran. Von daher denke ich, dass die Frontmaske mit das Schönste ist an diesem vollintegrierten. Ja gut, es ist das Hauptaugenmerk, wo man es auch erkennt. Von hinten sehen sie alle gleich aus. Genau, und wenn man auch im Pkw, dann schaut man sich meistens von vorne an und dann sagt man, er gefällt mir oder gefällt mir nicht, und so ist es hier auch. Thema Geräuschentwicklung. Es ist so, wir haben hier einen Kleinbus, der unten drunter ist, das ist ein Fiat Ducato, der drunter ist. Normalerweise sind die nicht besonders leise. Also es ist keine S-Klasse von Mercedes von der Geräuschentwicklung während der Fahrt. Nicht, dass die anderen laut sind, aber die Vollintegrierten sind leiser. Die Vollintegrierten sind auf jeden Fall leiser, weil ich hier eine viel bessere Isolation anbringen kann wie beim Teilintegrierten. Ich habe eine bessere Möglichkeit, Isolationen anzubringen. Und wir sind halt hier in der gesamten Basis eben auf einem anderen Niveau. Und von daher sind die Fahrzeuge natürlich deutlich angenehmer, auch vom Innengeräusch her, wie ein Teilintegrierter. Wenn ich jetzt auf der Hinterachse eine Luftfederung integrieren möchte, ist das möglich? Ja, klar. Also hier kann man Hinterachsenluftfederung drauf machen, man kann eine Vollluftfederung drauf machen, man kann Luftfederungen drauf machen, die auch absenkbar ist und die seitlich absenkbar ist und seitlich ausgleichbar ist. Alles das ist möglich. Das ist individuell, da müssen die Kunden uns ansprechen. Also wir machen fast alles, was irgendwie machbar ist, von der Klimaanlage, Inverter, Anhängerkupplung, Luftfederung, Alarmanlage, Navigationssystem, Radio. Ja, wir sprechen hier über einen Grundpreis von, Also, Jürgen, guck mal gerade nach. Bei dem hier sind wir jetzt, schau mal, so wie er hier steht, ausgestattet bei 62.606 €. 62, ja. Inklusive Mehrwertsteuer. Genau, inklusive der Mehrwertsteuer, inklusive Überführung, inklusive den Papieren und. Und wir haben hier ein Spitzenfahrzeug mit einer Spitzenausstattung, mit allem drum und dran für das Geld. Ein Fahrzeug der Erwin Hymer Gruppe, also haben wir eben ja schon mal gesagt im anderen Film, Etrusco ist Partner der Erwin Hymer Gruppe, ist ein Teil, eine Marke der Erwin Hymer Gruppe. Und, Holzfrei? Holzfrei der Aufbau? Das heißt? Das ist GFK, genau, GFK-Aufbau. Das heißt, alles stabil und ja. Genau, du hast die Fahrzeuge schon gekauft, du darfst mal draufhauen. Das ist der übliche Schlagtest auf die GFK, dass man auch mal sieht, also das macht dem nichts. Hagel zum Beispiel, genau, kein Hagelschaden Thema. Oder kleine Rempler, die sind halt deutlich mehr. Da hat der andere mehr von, der angerempelt. Der andere mit der anderen Außenhaut, genau. So, hier haben wir jetzt eine etwas andere Aufteilung als bei dem anderen. Hier ist ein bisschen kürzer. Ja, hier haben wir jetzt einen etwas kleineren Kofferraum, aber trotzdem auch ein großer Kofferraum. Aber das ist geschuldet dem, dass ich eben innen drin ein Queensbett habe. Und Queensbett bedeutet immer, dass der Kofferraum irgendwo etwas kann drumherum laufen. Wie 2 Einzelbette, weil ich drumherum laufen kann. Wir gehen jetzt mal rein und schauen uns das Ganze mal an. So, ich zeige erstmal ganz kurz die Fahrertür. Die ist so wie im Flugzeug so ein bisschen cockpitmäßig ausgestattet. Genau. Das ist nämlich das Erste, was man so sieht. Genau. An der linken Seite ist ein ganz großer Griff dran, zum Einsteigen, dass ich mich festhalten kann. Der Dann habe Spiegel. ich einen Riesenspiegel, was den Frauen auch sehr entgegenkommt, aber auch den Männern.
Ich sage meinem Sohn immer, guck mal, ob du noch Zahnpasta im Mund hast. Und dann kann er das beim Rausgehen gucken. Hier ist das Schuhfach, was viele ganz wichtig finden. Auch hier das Schuhfach für die schmutzigen Schuhe oder sauberen Schuhe. Das ist so das Letzte, was ich dann anziehe. Ja. Dann kann ich das Gesamtlicht hier ausmachen. Genau, hier unten. das Gesamtlicht kann man schalten und die Beleuchtung an- und ausmachen. Das ist jetzt nur geschaltet, damit So. die von der Messe immer an ist. Was stark ist, ich kann noch eine Eintrittsleiste reinmachen, aber die sind so, dass ich zunächst mal, wenn ich ankomme, kann ich direkt aussteigen. Da muss nichts groß. Genau, also du siehst jetzt hier, ich habe jetzt hier ganz normale Stufe. Ich kann auch hier jetzt noch eine Eintrittsstufe dran machen, wenn ich das haben möchte. Muss man aber nicht. Das heißt, wenn ich gut zu Fuß bin, brauche ich es nicht. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt ein bisschen vorsichtig bin, kein Problem, kann man nachrüsten, die fährt automatisch raus. Genau, die fährt automatisch raus. Das ist kein Problem. So, ich komme mal rein. Das erste, was mir auffällt, ist erstmal dieser wunderschöne Wohnbereich, der drin ist. Ja, du hast erzählt, die Marke kommt aus der Toskana, aber sie hat wirklich wunderschöne Anleihen. Es gibt die Polster in verschiedenen Ausführungen. Genau, es gibt die Polster in 3 verschiedenen Ausführungen. Es gibt dieses helle, weiße, es gibt ein dunkles Braun und es gibt ein sehr modisches Silber. Alle 3 Versionen kann man wählen, aber wichtig ist, dass man die Qualität im Innenbereich sieht, die hochwertige Qualität von den Schränken, Soft Close von den Schranktüren hier. Die schließen also zu Hause wie in der Küche. Wir haben die Optik der Platte, die Optik hier von dem Spritzschutz. Naja, Jürgen, wir sprechen ja von Etrusco, einem Konzern aus der Erwin Hilmer Group, Ja. muss man sagen. Und Hymer baut Qualität. Ja. Und Etrusco wird das wahrscheinlich nicht schlechter machen. Die gucken da ja auch schon drauf, oder? Genau, ja. Da gibt es natürlich ein Qualitätsmanagement, was genau schaut, was wird gebaut und was wird verbaut. Und das zeichnet sich in diesen Fahrzeugen von Etrusco eben wieder. Hier, man sieht es kaum, aber hier hast du oben den kleinen USB-Stecker drin, zweifach, um eben deine USB-Geräte einzustecken. Ja. So, Und ganz kurz, wenn gerade noch eine Sekunde hier. Ich zeige noch gerade die Küche. Also du hast mir da ein Detail gezeigt in dem anderen. Wer das Video noch nicht gesehen hat, es gibt ja etwas kleinere Frauen, hier gibt es eine Einbuchtung. Genau, hier ist die Einbuchtung. Da bin ich halt näher an dem Kochfeld und ich bin näher an der Spüle. Aber ich komme dadurch auch, wenn ich kleiner bin, besser hier oben in diesen Schrank rein. Ich komme sowieso besser ran. Der Schrank ist relativ tief und Genau. wenn ich ganz oben zum Beispiel ran will, da muss ich nicht mal einen Mann rufen. Genau, Oder also Hocker. du siehst, selbst ich komme jetzt nicht bis in die hintere Wand. Das ist aber so bei den Dachschränken üblich. Aber du hast halt eine bessere Möglichkeit, eben an diese Schränke ranzukommen. So, jetzt ist hier das Queens Bett. Ja, Genau, hier das ist Starke eben ist, ich kann von beiden Seiten ran. Genau, du kommst von beiden Seiten ran. Du hast auf beiden Seiten die Schränke. Du hast oben drüber die Schränke. Hier hast du eine Stange für was hinzuhängen. Hier ist ein Einlegeboden drin. Und da hast du eben das schöne Queensbett wie zu Hause. Eine Breite von 1,50 und du kannst so schlafen wie zu Hause. Du hast halt beim Ausstieg, du steigst aus und Ich zeig's mal gerade. Also im Grunde genommen, wenn du dich mal kurz hinlegst und du kannst dann, du musst nicht nach vorne robben zum Aussteigen, Nein. sondern du liegst auf dem Bett. Ich will jetzt mit den Schuhen nicht drauf, aber du liegst auf dem Bett und du schläfst. Jetzt musst du mal nachts auf die Toilette. Jetzt gehst du hier raus und du bist hier. Und du sitzt wie zu Hause am Bett. das Schöne beim Filmen bei mir ist auch, jetzt kann ich nämlich einfach zur Seite gehen, das konnte ich nämlich eben nicht. So, jetzt zeig mal gerade, da vorne ist nämlich direkt die Toilette. Genau. Und Jürgen, du bist über 1,80, ich glaube 1,82, 83, 1,81. Da ist die Toilette, die kann man drehen. Die kann man jetzt nach oben drehen. Ja? Und die kann ich mir jetzt so drehen. Oder ich stelle sie eben so, dass sie so seitlich steht. Kann ich ihn jetzt auch zumachen? Das heißt, wenn die Frau jetzt mal für das etwas größere Geschäftchen... Tschüss Jürgen! Das heißt, ich kann die zumachen, kann jetzt in Ruhe mein größeres Geschäftchen machen Genau. und habe Platz pur. Genau. Und hier hast du halt die Dusche, die auch wieder sehr tief ist und in der man auch, wir lassen die Scheibe jetzt mal so, aber du siehst, wenn ich jetzt hier drin stehe, wie viel Höhe ich hier noch habe. Und in den Fahrzeugen kannst du wirklich super duschen und auch dich aufhalten. Auch was sehr schön ist, du siehst diese Rückenblende am Bett hinten mit dem Pferdchen wieder. Wie im Hotel, oder? Wie im Hotel, in der Lederoptik. Du siehst die LED-Beleuchtung, du siehst die LED-Strahler. In jedem Strahler ist ein USB-Stecker drin für die Handys zu laden. Du hast hier eine schöne Dachhaube drin. Also es ist alles da und an alles gedacht, was es irgendwo im Fahrzeug geben muss und geben soll. Also wenn Sie hier die Beleuchtung sehen, die kommt von der Messe, die ist da eingehangen, die ist normal nicht drin, aber was auf jeden Fall mit dabei ist, ist dieser riesen Kühlschrank. Genau. Also wir haben diesen riesen Kühlschrank, der unten eben ist wie zu Hause der Kühlschrank, da gibt es auch keinen Unterschied.
und eben oben Automatik, schaltet automatisch auf die Betriebsart um. Das heißt, ich brauche nicht zwischen Gas und Strom, das merkt er automatisch. Ja, merkt er automatisch und du hast oben dieses Gefrierfach auch noch drin für eben Pizza, Fleisch, Würstchen oder irgendwas eben zu kühlen. So, die verwenden hier immer die Truma Kombi mit der analogen Einstellung. Das ist so, das ist vielen Leuten ganz recht. Ja, man stellt die Temperatur ein, fertig. Ja, es ist so, dass das eben die einfache Art ist einzustellen, ohne elektronische Spielereien, sage ich jetzt mal. Wer das nicht mag, der kommt damit besser klar. Wer aber sagt, ich hätte jetzt lieber trotzdem die andere, weil ich die mit der Handy-App koppeln kann, ja, bekommt er die rein. Das ist jetzt kein Da ist der Fühler links daneben, dieser kleine schwarze Knopf, der misst wahrscheinlich die Raumtemperatur. Der misst die Raumtemperatur, genau. So. Hier vorne habe ich so ein Bedienfeld, das ist auch analog. Hier kann ich zum Beispiel sehen, wie ist die, ich sag mal, die Batterie, wie ist das Wasser zum Beispiel. Hier sind einige Tanks mit drin, oder? Genau, also da ist der Abwassertank und der Wassertank, die sitzen unter dem Unterboden drunter, die sieht man gar nicht. Und das sieht man jetzt auf diesem Bedienpanel. Hier kann ich das abfragen, hier ist der Hauptschalter und hier kann ich jetzt die einzelnen Stände entsprechend abfragen. Sind leer wahrscheinlich, Sind ja. leer, also Batterie ist voll. Batterie ist voll, die Tanks sind natürlich leer, weil wir hier in der Halle stehen, ist ja klar. Und hier sieht man jetzt, dass Strom von außen eingeführt wird an diesem Controller. Sag mal, das hier hat ja so mit Wohnwagen nichts mehr zu tun. Das hier ist ein Haus. Das ist ein Haus, so werden die auch genutzt, wie ein Haus, wie ein Apartment, wie eine Wohnung. Wir haben jetzt zusätzlich noch ein Bett. Ach, da oben ist noch ein Bett. Ja. Wenn es jetzt noch mal irgendjemand mitfahren will oder man ist mal erkältet, da schläft einer hinten, der andere schläft vorne, wie ich zurzeit, seit gestern Halsschmerzen habe und man möchte nicht den Partner anstecken, dann kann man sich auch mal trennen, ohne dass das Bett jetzt irgendwo stört oder man es überhaupt sieht, weil es einfach unauffällig ist. Ja, und ich kann auch das Bettzeug oben drauf lassen. Ich mache es runter und Ende Gelände. Genau. Muss nichts umbauen. Genau, du brauchst nichts umzubauen. Was wir noch nicht gezeigt haben, ist, natürlich sind die voll integrierten auch komplett verdunkelbar im vorderen Bereich. Das heißt, du ziehst halt hier diese Vorhänge vor. Bis vorne hin, gell? Bis vorne hin. Ich kann aber auch, was man auch sieht auf den Campingplätzen, was mich immer so ein bisschen neidisch macht, man kann auch von vorne links und rechts komplett zumachen. Das wirkt dann richtig. Genau. Also allein das Raumgefühl, ich zeige es mal gerade von hinten, wenn du mal sitzen bleibst, Jürgen, einfach mal sieht, wie viel Platz man hat in dem ganzen Gefährt und was das Besondere ist an dem Fahrzeug. Das ist die Sicht nach außen. Das heißt, Ja. wenn ich jetzt hier stehe und stelle mir vor, hier vorne wäre das Meer, hier ist jetzt der Messestand von Genau. Etrusco. Du hast Ich hab hier Panorama. eine riesen Panoramasicht, eine riesen Rundumsicht. Du siehst halt alles, du hast halt wirklich beste Möglichkeiten nach draußen zu schauen und natürlich auch Licht nach innen zu bekommen. So, wir geben ein bisschen Gas. Guck mal auf die Uhr. 12 Minuten 44. Ja, wenn ich jetzt so ein Wohnmobil kaufe, 62.000 Euro, wie oft muss ich denn zum TÜV bei 3,5 Tonnen? Also bei 3,5 Tonnen fährst du genau zum TÜV wie beim PKW, also alle 3 Jahre. Kann ich ihn auflasten? Den kann man auflasten auf 3.650 oder auf 4.250. Kann ich viel mehr mitnehmen. Das ist der Vorteil, aber habe einige Nachteile. Genau, bei der Auflastung auf 4.250 bedeutet das, dass man den Lkw-Statuten unterliegt. Man muss dann andere Steuern bezahlen, andere Autobahngebühren bezahlen. Darf ich schneller fahren? Man muss langsamer fahren, nur 80 noch, und man darf teilweise nicht in die Städte rein. Ja, das ist so. Allerdings, der sieht genauso aus wie der mit 3,5 Tonnen. Genau. Wenn man jetzt ein bisschen mutig ist, nee, darf man nicht. Man darf ja nicht. Also wenn man erwischt wird mit so einer Geschichte, weil er optisch genauso aussieht, aber man wird erwischt, das kostet richtig bis hin zur Sicherstellung des Fahrzeugs, kann man keinem empfehlen und keinem raten. Das heißt, wenn einer hinterherfährt und ich fahre jetzt dauerhaft 120, was er ja fahren würde, dann habe ich ein Problem. Genau, also deswegen auf jeden Fall immer nur auflassen und sich dann an die entsprechenden Regeln halten, aber auf keinen Fall irgendwelche Experimente machen. Sehr schön. Da unten drunter, wenn du mir das mal zeigst, da ist noch so ein ganz kleiner, ich sag mal so ein Vorbau. Hat der irgendeinen Sinn? Also dieser Vorbau ist dafür da, dass ich hier auch noch, wenn ich das möchte, diese Sitzgruppe als Bett umbauen Das geht. kann. Das geht, da gibt es optional noch eine Bettumbaugruppe dabei. Also dafür ist der vorgerichtet in allen Fahrzeugen. Das muss man aber nicht mitbestellen, das kann man mitbestellen. Okay, prima. Ich habe eine Fahrertür mit dabei. Fahrradtür ist mit dabei, die ist immer bei den Integrierten dabei. Und automatischer Fensterheber ist auch immer mit drin. Ist dabei. Der tote Winkelspiegel, wie beim Bus, ist auch mit dabei. Also ich muss an der Mautstelle nicht jedes Mal aussteigen. Nein, Kann ich ja teilweise gar nicht mehr. kann man gar nicht mehr. Man macht die Scheibe runter elektrisch und kann entsprechend dann auch sein Ticket lösen oder halt auch entsprechend. Busfeeling. Genau. So, super. Ja, geh mal raus, dann machen wir Abmoderation. Hier vorne ist übrigens noch ein kleiner Platz. Also jetzt so im Nachhinein muss ich sagen, so groß sind die Unterschiede gegenüber dem etwas längeren jetzt nicht, wenn man es mal nochmal genau gesehen hat. Aber die etwas kürzere Form macht sich in der Praxis schon bemerkbar.
Ja, also Fahrzeuge unter 7 Meter sind halt besser handelbar, weil sie halt, wenn man fährt, auch am Arsch hinten nicht ausschwenken so viel. Aber du siehst so jetzt, wenn man drin ist, nicht so hundertprozentig den Unterschied zwischen dem 7,40 Meter und dem 6,90 Meter. Aber er ist halt nur 6,90 Meter und von daher ist er immer noch ein Fahrzeug, was sehr handlich und sehr beweglich ist, egal welche Länge es dann hat, in dem Fall 6,90. Die Fahrzeuge stehen in Saarlouis demnächst. Ab wann? Genau, also ab 20. September kann man die Fahrzeuge alle von Etrusco in Saarlouis sehen und kann sich da anschauen, gerne Termine machen mit mir und dann auch mal so ein Fahrzeug live erleben. Super, ja, Jürgen Jung, wenn Sie Interesse haben, wohnmobile-saarland.de, ADAC Wohnmobilvermietung. Du bist selbst Elektromeister, liebst Qualität über alles. Also wir kennen schon ein paar Jahre jetzt. Ja. Bei dir kommt kein Schrott ins Haus. Nein, das ist bei mir immer so eins meiner Markenzeichen, dass ich immer sage, die Qualität muss an oberster Stelle stehen. Und das, was wir versprechen, müssen wir auch halten können. Und deswegen sind die Fahrzeuge ausgesucht und getestet in der Vermietung. Habt die Etruscos nämlich in die Vermietung geschickt von der ADAC Wohnmobilvermietung. Genau, da haben wir sie drin, da haben wir auch getestet und da sehen wir, dass wir damit gut fahren und dass es keine Probleme gibt. Und deswegen kann ich jedem nur empfehlen, mal vorbeizukommen, die Fahrzeuge live zu erleben und dann entsprechend auch mal damit zu fahren, gegebenenfalls. Ja, vielen Dank, Jürgen Jung. Ja, Etrusco, eine Marke der Hymer Group, beziehungsweise eine Kooperation der Hymer Group. Der i6900 QB steht für Queenspect. Vielen Dank. Ja, danke, Sven.